Der neue Claptonoid Overdose ist da. Ja, noch einer, würden jetzt viele sagen. Viele Flanker hier hin und her und wieder Ananas und wieder Bergamotte und so weiter. Aber lohnt sich der Duft? Das werde ich euch erzählen, und wer keinen Bock darauf hat, kann gleich abschalten, denn der ist besser für euch. So, Overdose, ja. Ein nicer Flakon. Auch ein bisschen, ja, mit Fingerabdrücken jetzt drauf, aber der ist richtig nice, gut gemacht. Ja, die John Abraham Edition, könnt ihr das sehen, hoffe ich. Ja, kann man machen, muss man aber nicht, aber sagt man ja mal so, ne? Ja, ihr kennt den normalen, ja, sind stabile Flakons etc. pp. Und ja, zum Duft, da brauche ich jetzt nicht alle vorstellen, und ich habe auch die Limited Edition, ich habe, glaube ich, Claptonoid in 5-facher Ausführung und so weiter und so fort, und dementsprechend, ja, muss ich erstmal sehen, wo ich den jetzt gerade hinstelle. Ich tauche mal ganz kurz ab. Da stelle ich ihn mal kurz hin. So, und jetzt haben wir hier Overdose. Und lohnt sich denn dieser Duft? Oder ist es einfach nur wieder unnötig? Oh, im Endeffekt habt ihr Overdose, Aventus in Overdose, also in Power etc. pp. Ja, es gibt die Limited Edition und so weiter und so fort, aber die ist noch ein bisschen anders, weil sie hat die Pflaume drin. Sie hat Puder mit drin, yes. Und das merkt man, alles andere ist völlig unwichtig. Definitiv ist nice, dass das Puder das, ja, pudrig macht im Endeffekt. Die Ananas merkt ihr, die ist sehr stark, die ist sehr fruchtig. Das Rauchige im Hintergrund ist sogar, finde ich, ein bisschen rauchig wieder. Das wurde ja bei den aktuellen, sag ich mal, Claptonoid auch weggelassen. Jedenfalls ja fast weggelassen. Und am Anfang war der auch rauchig, im Endeffekt wie das Original. Und ja, aber es geht auch nicht groß um das Original, weil ja, Amav steht langsam, oder beziehungsweise Claptonoid steht inzwischen, sage ich mal, so für sich, ne? Würde ich mal ganz klar behaupten. Und kann man auch nicht mehr wirklich so überhaupt vergleichen. Und ich möchte den Scheißvergleich auch nicht mehr ziehen. So, dementsprechend steht er für sich. Overdose, sehr, sehr nice. Und ja, wenn ihr also einen extrem starken Duft haben wollt, der nach Ananas, ja, was soll ich sagen, Bergamotte, Ananas und das Übliche, sag ich mal, riecht, dann holt euch den. Der Unterschied zwischen der Limited Edition oder was auch immer für eine Edition, das ist immer die Frage, es gab das Eau de Toilette, dann gab es das Eau de Parfum, dann gab es das Parfüm tatsächlich. Das ist das Einzige, glaube ich, was ich nicht getestet habe, oder war das Eau de Parfum, kommt schon kein Mensch mehr mit. Dann gab es die Limited Edition. Ich finde so einen Unterschied zur Limited Edition, weil da sehr viel verglichen wird mit der Limited Edition, dass hier natürlich die Pflaume mit drin ist und hier die Süße noch ein bisschen rüberkommt. Das heißt aber auch in, ja, sag ich mal so, dass der fürs Dating und so weiter richtig gut nice ist. Und ein sehr guter Kumpel von mir hat den immer, der trägt immer den Original, immer noch. Und der kommt sehr maskulin rüber, immer noch. Und bei ihm, das ist natürlich von jedem Typen anders, ne? Wenn du natürlich, was weiß ich, was für ein Lauch bist, dann vielleicht nicht. Aber Fakt ist, dass der schon sehr gut performt und sehr maskulin rüberkommt, die Ananas und das Fruchtige. So. Und auch über Stunden. Und das habt ihr hier auch. Der kommt sehr, sehr stark rüber. Über Stunden, hatte ich eingangs erwähnt, wie bei den anderen. Im Endeffekt darf man nicht vergessen, sind alle Claptonoid-Versionen sehr, sehr stark. Und da gehört auch der Overdose hinzu. Ja, unten übrigens ist dieser Duft verlinkt. Da bekommt ihr 15% noch drauf mit meinem Code. Dann bekommt ihr den noch etwas günstiger. Preis-Leistung, finde ich, stimmt, wenn wir schon beim Preis sind, stimmt dementsprechend. Da könnt ihr nichts mit falsch machen. Und wenn ihr allgemein Claptonoid-Fans seid, ja gut, dann brauchen wir gar nicht darüber sappeln. Dann müsst ihr den so und so haben. Nochmal, ich habe auch die Limited Edition. Die steht jetzt aber woanders, egal. Ich habe die, aber die hat nicht so diese starke Fruchtigkeit durch die Pflaume, die hier drin ist. Also das ist hier nochmal performancemäßig, was das angeht. In meiner Nase ist das nochmal extrem hochgestuft worden. Jedenfalls was auch sag mal, die Stunden hintenrum angeht, finde ich. Und andere nehmen den auf jeden Fall extrem wahr, die CH. Und wie gesagt, die Haltbarkeit, hatte ich eben eingangs schon erwähnt, ist auch sehr, sehr gut. Und deswegen könnt ihr da eigentlich nichts mit falsch machen. Also klar, ich hatte immer schon gesagt, noch einer. Ja, da bleibe ich auch bei. Ne, da bleibe ich auch bei. Irgendwann vielleicht sollte man bei einem Overdose jetzt endlich mal
Ende machen. Aber ob ich das jetzt sappel oder in China fällt ein Reissack um, das wird nicht passieren. Das wird bestimmt noch jemand oder noch eine Auflage kommen. Aber egal, ich habe, sag ich mal, das Eau de Toilette doppelt, glaube ich. Das habe ich zweimal. Einmal eine ältere Version und einmal eine etwas neuere. Die neuere hat mehr Zitrone drin. Dann habe ich, glaube ich, das weiß ich jetzt nicht, wie gesagt, das Eau de Parfum oder das Parfüm. Keine Ahnung. Es hatte aber auch nicht so viel Unterschied. Und dann habe ich noch den Urban, habe ich auch noch, aber Urban geht in eine ganz Richtung. Wir brauchen ja nicht darüber sprechen, aber eben auch die Limit Edition. So, und das ist im Endeffekt schon mit einer der geilsten. Aber wenn man, oder umso öfters ich diesen Overdose trage, sage ich mal, umso geiler finde ich den, ganz einfach. Die John Abraham, wenn ich richtig lese, ja, Abraham Edition ist schon richtig top. Weil da jetzt die John Abraham Edition steht, ich habe keine Ahnung, ich habe mich davor nicht schlau gemacht, warum. Ob das jetzt extra nur eine Edition ist, die es nicht so oft gibt, das weiß ich nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, da wird es so einige von geben. Und hinten ist, ach so, kann man, ich hoffe, ihr könnt das sehen, ist auch noch was drauf. Fakt ist, ich finde einfach, dass, ja, trotzdem irgendwann Schluss sein muss. Und ich würde auch fast behaupten, dass man mit den Overdose, wenn man jetzt Schluss macht, im Endeffekt einen guten Abschluss hinlegt. Selbst wenn ihr, sage mal, vielleicht den nicht besser findet als die Limited Edition, wäre das Ende für den Claptenoid, wäre das gut mit Overdose. Punkt. Bei Overdose soll der Schluss sein. Wird nicht so sein wahrscheinlich, aber ja. Kann man machen. Also schreibt in die Kommentare, kennt ihr den? Und wie gesagt, unten in der Videobeschreibung könnt ihr den bekommen, 15% mit meinem Code. Und dann würde ich sagen, bin ich raus. Und bis zum nächsten Mal, Freunde.